Servus zusammen, ich bin der Chris und wir schauen uns heute ein bisschen genauer die Details vom UV-Mapping an und gehen da jetzt wirklich in die technischen Elemente von Maya rein. Und hierfür habe ich jetzt ein wunderbares Freeware-Modell von TurboSquid, das ich zum Teil eben UV-mappen werde. Dazu müssen wir jetzt natürlich einmal die UV-Mapping-Theorie verstanden haben. Wenn ihr die noch nicht verstanden habt, dann schaut euch am besten das Vorgängervideo an und dann können wir direkt hiermit weitermachen. Okay, was wir als erstes brauchen ist, wir brauchen den UV-Editor, den finden wir hier oben, den einfach anklicken und dann kriegen wir dieses neue Fenster hier. Und das Allersimpelste, um unser Objekt zu UV-mappen, ist jetzt, wir können das einfach anwählen und gehen hier oben einmal auf UV Automatic und dann erstellt er hier eine automatische UV-Map. Und die ist in manchen Fällen auch gar nicht so schlecht. Wir sehen hier jetzt allerdings, dass er super viele unterschiedliche Bereiche gemacht hat. Wenn ich jetzt Doppelklick drauf mache im Face-Modus, dann kann ich mir auch die einzelnen Elemente markieren und sehe dann eben dementsprechend, wo hier diese quasi Nähte gesetzt wurden. Und wir sehen jetzt, das Problem ist, dass diese Nähte hier relativ willkürlich einfach über unser Modell drüber laufen. Und wenn wir jetzt hier oben dieses Schachbrett anschalten und quasi unsere Teststruktur dann bekommen, dann sehen wir auch, dass dieser Texturverlauf hier ziemlich blöd wäre, weil dieses Schachbrett eben nicht gleichmäßig ineinander übergeht, sondern es hat sehr, sehr unsaubere Übergänge und das wollen wir logischerweise nicht haben, sondern wir wollen diese Übergänge wirklich sehr definiert haben. Dafür müssen wir uns jetzt eben überlegen, wo wollen wir denn unsere Schnitte setzen, um unser Objekt ein Stück weit am besten zu texturieren. Und gerade wenn wir uns jetzt den Sitz anschauen und so eine klassische Rendering-Position quasi raussuchen, dann sollte eben in diesen Positionen möglichst keine offensichtliche texturierte Naht sichtbar sein. Und hierfür kann ich jetzt eben sagen, okay, Nummer 1, ich will auf jeden Fall meine Naht irgendwo auf der Rückseite machen, vielleicht sogar in einem Bereich an einer Kante, wo ich dann quasi diesen Texturverlauf später wirklich nur sehr, sehr schwer sehen kann. Hierfür wählen wir jetzt einmal nochmal unser Objekt an, gehen in den UV-Editor, machen den Rechtsklick und wählen hier UV aus und wählen jetzt einfach mal alle Objekte an, die wir haben. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen unter Cut und klicken hier auf Move and Sew. Und im Endeffekt macht er hier jetzt genau das gleiche wie Merge quasi macht, also er verbindet die einzelnen UVs und was wir jetzt haben ist, wir haben einen großen UV-Haufen, das sehe ich, wenn ich jetzt Doppelklick drauf mache, ist das Ganze quasi ein großes UV-Bundle. Das Problem ist jetzt, wir haben zwar eine große Fläche, aber es entstehen überall wahnsinnig extreme Fehler und was wir jetzt machen können ist, dass wir in den Edge-Mode gehen und hier jetzt eine umlaufende Linie auswählen. Ich nehme jetzt mal hier eine an der Kante, die dann eben wirklich komplett einmal um mein Objekt drumherum läuft und gehe jetzt wieder auf Cut und wähle diesmal die Cut-Option an. Und jetzt sehen wir erstmal nichts, es hat sich scheinbar nichts verändert, aber wenn ich wieder in den Face-Mode gehe, habe ich jetzt eben zwei Objekte. Einmal die Hinterseite und einmal die Vorderseite von meinem Objekt. Und jetzt kann ich, wenn ich dieses Objekt anklicke, kann ich eben mit W oder E oder D, den ganz normalen Rotations- und Transformationsgeschichten, kann ich jetzt quasi meine einzelnen Objekte bewegen und könnte die theoretisch schon platzieren. Das Problem ist allerdings immer noch, dass wenn wir hier reinzoomen, wir haben quasi ganz viele Bereiche, wo Faces übereinander liegen. Also gerade hier in dem Bereich, wenn ich jetzt mal diesen einzelnen Vertex verschiebe, dann sehe ich, da unten drunter ist auch nochmal eine Mesh-Geometrie. Bedeutet, ein Face würde mit der gleichen Textur wie ein anderes Face belegt werden. Das kann unter Umständen Sinn machen, meistens ist es aber nicht ganz günstig, deswegen müssen wir jetzt noch eine Rechenoperation mit dazu nehmen. Und zwar markieren wir nochmal alle Faces und gehen jetzt auf Modify und gehen hier einmal auf Unfold.
Und jetzt kann es durchaus sein, dass Maya kurz rechnen muss, je nachdem wie groß die Datei ist. Und jetzt sehen wir, sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Wir haben hier jetzt einmal die Vorderseite, die ich hier auch bewegen kann. Dann sieht man so ein bisschen, wie sich hier dieses Schachbrettmuster verändert. Und ich habe die Rückseite mit unten diesen kleinen Aussparungen, wo dann eben diese Metallstreben angebracht werden. Und jetzt sehen wir, dass das Ganze schon relativ sauber ist und können jetzt noch ein Stück weit optimieren, indem wir eben unsere Faces anwählen und die einmal so hinrotieren, dass, wenn wir hier in der Ansicht drauf schauen, dass wir unser Schachbrettmuster eben möglichst linear ausrichten. Ist auch später wieder einfacher, wenn wir dann wirklich in die Texturierung reingehen. Bedeutet, wenn wir unser Objekt jetzt hier schief drauflegen, müssten wir später eben auch in Photoshop schief nachbearbeiten. Das ist nicht wirklich super einfach und nicht wirklich intuitiv. Deswegen bietet es sich eben an, hier wirklich eine Position zu finden, mit der ich dann eben eine möglichst gerade Texturaufbringung später auf mein Objekt ermöglichen kann. Ebenfalls sollte ich versuchen, dass die Schachbrettstruktur von beiden Objekten ziemlich gleich groß ist. Es sollte nicht so sein, dass das Unterteil in dem Fall jetzt eine riesengroße Schachbrettstruktur hat und quasi später nur sehr wenige Pixel zur Verfügung kriegt und die Texturdichte da quasi nicht gleichmäßig ist, sondern ich sollte wirklich schauen, dass ich diese Objekte gleich groß habe und dadurch eben eine gleichmäßige Pixelverteilung bekomme. Das Ganze kann ich dann ein Stück weit händisch modifizieren. Es gibt auch noch gewisse Tools dafür. So sehr will ich aber noch gar nicht ins Detail einsteigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist jetzt, wie vorher auch schon gesagt, ich möchte nicht, dass sich diese UVs miteinander überlappen. Weil es kann sehr gut sein, dass ich eben den oberen und unteren Teil unterschiedlich texturieren will, mit eventuell einer unterschiedlichen Textilstruktur belegen möchte, und deswegen versuche ich hier diese beiden Elemente eben mit einem kleinen Abstand zu platzieren, dass jedes Objekt in diesem Rechteck drin liegt. Was ich ebenfalls vermeiden möchte, ist, dass ich meine Faces aus diesem Rechteck rausschiebe. Wir sehen jetzt, es erweitert sich dann zwar die Textur, das macht es uns später aber in Photoshop auch schwierig, weil wir normalerweise immer mit quadratischen Texturen arbeiten. Und hier bietet es sich dann eben an, wirklich diese Texturen so einzupassen, dass sie eben möglichst flächenfüllend auf unserem Grundquadrat aufliegen. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir eigentlich schon relativ viel vom UV-Mapping erledigt. Wir haben unsere Seiten eingeteilt, wir haben unsere Kante hier sehr gut versteckt an der Seite von unserem Körper und können jetzt direkt mit der Texturierung weitermachen. Ich hoffe, dieses Basisthema hat euch schon mal weitergeholfen. Wenn ihr mehr Kniffs zum Thema UV-Mapping haben wollt, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Dann können wir da mit Sicherheit noch weiter in die Details einsteigen. Vielen Dank fürs Zuschauen.